Hallo und herzlich willkommen zum 251. Update hier aus meiner Lego-Stadt, aus der Brickworld. Und heute geht's wieder zurück zum Bahnhof. Doch vorher gehen wir auf einen Kommentar ein, der vor einiger Zeit gekommen ist. Und zwar geht es da nochmal um den Bankraub. Und zwar, dass man dort doch einen Bankräuber mit einer Schubkarre einbauen könnte. Den habe ich hier ein bisschen vorbereitet und setze ihn jetzt hier in unseren kleinen Tunnel ein. Könnt ihr mir gleich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet und wie das von der Umsetzung. Und hier seht ihr, wie das Ganze von vorne aussieht. Was ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier seht ihr endlich die Lieferung, von der ich schon einiger Zeit gesprochen habe, die ich unbedingt gebraucht habe, um endlich an der Fassade weiterzubauen und vielleicht auch die finalisieren zu können, noch vor Weihnachten. Erstmal habe ich jetzt hier angefangen, die Fenster vorzubereiten, die wir brauchen für die nächste Etage von diesem Modul, das wir letztens angefangen haben. Und zwar fangen wir jetzt gleich an, dass wir erstmal die Fenster setzen. Dazu gibt es jetzt wieder ein Speedbild heute, damit ihr wieder so ein bisschen mit reinschauen könnt, was denn eigentlich heute so passiert. Wir fangen nämlich wieder mit an, die Innenwand zu bauen. Wir haben ja Doppelwände, das heißt, innen haben wir weiße Wände. Gleichzeitig muss ich mich aber noch darum kümmern, dass ich das Kabel mit nach oben ziehe, damit wir natürlich die Stromversorgung haben, um dann später in einem späteren Update natürlich hier innen auch die Beleuchtung einzubauen. Das heißt, innen weiße Wand, dort geht auch das Kabel mit hoch, seht ihr in der Mitte, wo es immer durchfädelt durch die durchgebohrten Steine. Dann seht ihr auch, dass in dem Bereich des Moduls es ein bisschen ungerade alles ist. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen mit diesen ungeraden Anzahlen an Bricks arbeiten. Jetzt geht es aber weiter vorne. Wir machen jetzt erstmal an den Fensterumrandungen weiter. Da kommen ja diese Round Bricks in 10 zum Einsatz. Davon habe ich ja glücklicherweise auch wieder einige bestellt gehabt. Und jetzt fangen wir an davor mit diesen Modified Bricks hoch zu mauern. Die mauern wir ja immer hoch in Light Bluish Gray und dann kommen die Tiles in 10 davor und das gibt dann diese Struktur, die eben das ganze Gebäude ausmacht. Vor allem, es sind unglaublich viele davon inzwischen reingeflossen. Ich habe gar keinen Überblick mehr, aber ich glaube, dass ich locker 3, 4, vielleicht sogar 5000 von diesen 1x2er-Tiles inzwischen bestellt habe und natürlich auch verbaut habe, zum größten Teil hier im Bahnhofsgebäude. Es ist einfach unglaublich, wie viele Tiles das ganze Projekt frisst. Man muss auch bedenken, der ganze Bahnhof ist natürlich auch 2 Meter breit. Deshalb haben wir natürlich auch ungefähr, ja, hinten und vorne 4 Meter insgesamt, an der Seite vielleicht noch, ja, weiß nicht, also locker so 8, 9, vielleicht sogar 10 Meter Außenfassade und das frisst natürlich Unmengen an Stein. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Natürlich geht es jetzt noch ein bisschen weiter nach oben. Wir haben jetzt hier die Elemente, die sozusagen die Zwischenetage in den Fensterbereichen eingehen. Da bauen wir jetzt einfach mit Tiles einen Zwischenbereich. Das stabilisiert das Ganze natürlich auch nochmal ein ganzes Stück. Und dann bauen wir weiter mit dem Vorsprung, den wir da drin haben. Dieser Vorsprung ist auch in der Hinsicht wichtig, dass wir dann später die Innenmodule einsetzen können von oben. Weil es ist ja nicht so wie bei anderen Modulargebäuden, dass wir jede Etage einzeln abnehmen können, sondern die Außenfassade ist fest und wird nicht abgenommen, sondern nur die inneren Module können dann eingesetzt werden. Das hat einen riesen Vorteil, dass das ganze Gebäude in sich deutlich stabiler ist, was bei einem Gebäude in der Größe natürlich wirklich wichtig ist. Diese Konstruktion mit den ganzen Kabeln sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das ist vorbereitet, perfekt passend für diesen Bereich, der jetzt hier ist. Ihr seht, dass die Kabel jetzt ein bisschen vor der weißen Wand rausschauen. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn an dieser Stelle wird gleich noch ein Hohlraum entstehen zwischen 2 Brickwänden. Und da können wir dann super die Kabel drin verstecken, inklusive dieses Verteilers. Der Verteiler dient dazu, dass wir zum einen, da oben seht ihr schon aufgebaut, diesen Konnektor und darüber kommt dann nochmal ein Kabel raus, das dann nochmal ganz nach oben führen wird, um dann die oberste Beleuchtung in der Decke, in der richtigen Decke des Gebäudes einbauen zu können. Was ihr jetzt seht, sozusagen in Live-Geschwindigkeit ist, ich habe es noch ein bisschen vorbereitet, dass jetzt die letzten Elemente hier reingesetzt werden. Es ist jetzt kein richtiges Speedbild, ich habe einfach diese kleinen Module, die jetzt da drauf kommen, sozusagen vorbereitet und setze die jetzt für euch zusammen live hier ein. Hat auch den Vorteil, denn das Problem war, dass meine Kamera ein bisschen schlapp gemacht hat und dann habe ich einfach, während die Kamera jetzt ein bisschen besser aufgeladen ist, einfach schon mal ein bisschen vorgebaut und jetzt bekommt ihr einfach mal zu sehen, wie man das Ganze mit einzelnen Modulen schneller zusammenbauen kann. Natürlich in dem Sinne auch, dass man die erstmal vorbereiten muss, aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass es teilweise da wirklich einfacher ist, so kleinere Bereiche vorzubauen und die dann einzusetzen. Jetzt kommen hier noch die Bögen rein, das ist sozusagen der Abschluss, damit kommt man oben auf die finale Höhe für diese Etage. Da fehlt dann nur noch eine Reihe an
Plates und dann sind wir im Prinzip mit dieser Etage fertig. Dann machen wir heute auf jeden Fall noch bis ganz nach oben, das machen wir heute noch. Da will ich jetzt heute nicht aufhören an der Stelle, aber jetzt erstmal den Blick auf den bisherigen Stand. Ihr seht, ich habe noch ein kleines bisschen höher gebaut. Das Kabel schaut oben raus. Das ist eben das Kabel, das dann ganz nach oben geführt werden muss, um dann später, wenn irgendwann die richtige Decke, das richtige Dach des Gebäudes reinkommt, dass wir da oben eben auch eine Stromversorgung haben, um alles zu beleuchten. So sieht es von oben aus. Jetzt nicht gerade spektakulär. Ihr seht, das Kabel kommt hier raus. Aber jetzt bauen wir erstmal weiter. Und wie auch bei der anderen Etage fangen wir jetzt erstmal an, diese weiße Wand, diese Innenwand zu bauen. Auch hier haben wir jetzt im mittleren Bereich das Problem, dass wir wieder mit ein bisschen ungerader Breite arbeiten müssen, was aber nicht so schlimm ist. Hier seht ihr, wie ich die steige, damit es ein bisschen schneller geht. Und ja, nachdem jetzt die weiße Wand davor gleich fertig sein wird, setzen wir jetzt wieder diese Round Bricks. Diesmal sind die nur in der Viererhöhe, weil nämlich im oberen Etage sind die Fenster, ja, ich sag mal, einfacher gebaut. Nicht so prunkvoll wie in den unteren beiden Etagen. Da kommen jetzt einfach diese Arches drauf und dann fangen wir an, auch hier wieder Modified Bricks hochzumauern in Light Bluish Gray. Machen wir jetzt links und rechts und dann auch gleich noch in der Mitte. Ihr seht jetzt schon, die obere Etage ist deutlich einfacher gebaut. Das ist Absicht, denn die unteren Etagen sollen einfach prunkvoller wirken als die oberste und vor allem ist die ganz oberste Etage auch deutlich niedriger als die anderen beiden. Vor allem ist auch die unterste am allerhöchsten und die zweite Etage ist dann ein bisschen niedriger und ganz oben ist noch niedriger. Das hat man, soweit ich mich erinnere, auch bei vielen altertümlichen Gebäuden so. Jetzt seht ihr nochmal hier, wie ich jetzt noch die finalen Fenster einsetze. Das sind jetzt einfach nur nochmal 3 Zweierhohe übereinander. Und dann kommt hier jetzt noch eine finale Reihe an Plates rein. Jetzt noch hier das Kabel durchführen. Und wenn wir mit dieser Reihe an Plates fertig sind, haben wir es tatsächlich geschafft, dann ist dieses Modul so weit fertig, dass wir auf der Höhe sind, mit der wir jetzt auf allen Modulen erstmal hochkommen wollen, damit die Fassade fertig ist. Und ja, jetzt die letzten Plates und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie das Ganze ja, von vorne aussieht. So sieht also das fertige Modul, sozusagen die Außenfassade davon aus. Ihr seht jetzt, dass hier teilweise Teils fehlen. Das sind die, an denen dann die Module wieder außen verbunden werden, weil das ist ja unsere einzige wirkliche Verbindung im höheren Bereich, habe ich schon beim letzten Video erklärt, damit die Module leichter zu entnehmen sind. So, jetzt wird das Ganze endlich wieder eingesetzt. Es ist ein bisschen schwierig. Ich werde es auch wieder von hinten reinschieben, wobei das inzwischen nicht mehr so einfach ist aufgrund der Höhe des Moduls. Und vor allem, weil aufgrund auch der Größe des Gebäudes ist das gar nicht mehr so einfach, weil es trotzdem ein bisschen sich verzieht. Ich versuche jetzt hier mit den 1x4er Teils das Ganze links und rechts zu fixieren. Das ist gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, das Ganze sich ein bisschen verzieht. Ihr seht an dem linken Modul, dass da die Spalte sich ein bisschen zeigt, vor allem, weil es nicht ganz auf einer Höhe ist. Das werden wir auch in einer nächsten Episode nochmal lösen, aber jetzt bauen wir erstmal das Ganze ein und schauen uns an, wie das Ganze von vorne aussieht und das ist jetzt die hintere Fassade in ihrer vollen Pracht bisher und ihr seht, dass wirklich gar nicht mehr viel fehlt, nur noch an 2,5 Modulen die oberste Etage und dann ist tatsächlich, ich glaube es selber gar nicht, die Fassade des Gebäudes fertig. Wir drehen uns jetzt einfach mal außen rum und schauen uns jetzt mal an, wie das ganze Gebäude im aktuellen Stand aussieht und ich muss sagen, ja, es soll jetzt kein Eigenlob sein, aber ich bin wirklich stolz, dass es doch so weit gekommen ist. Ich dachte damals, als ich das Projekt geplant habe, was wahrscheinlich auch viele andere sich gedacht haben, dass es vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig ist, aber es sieht doch eigentlich so aus, als würde es vielleicht doch klappen. Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute bei diesem Update. Ich denke, das nächste Update wird das letzte am Bahnhof Außenfassade sein. Dann sage ich nur noch Tschüss.